Ja, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen und andere Besucherinnen und Besucher, es freut mich im Namen von JOM sehr, dass doch so viele Leute trotz den tropischen Temperaturen zu uns gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich, aber es scheint, dass das Interesse an dieser Veranstaltung doch sehr groß ist. Es geht heute Abend um Ideale, Ambitionen und Missionen. Und wir wollen heute von 4 jungen Architekturbüros wissen, was sie antreibt, was sie tun, weshalb sie überhaupt Architektur machen und was sie mit ihrer Architektur bewirken, bezwecken wollen, was ihre übergeordneten Ziele sind. Es geht um den Architekturdiskurs, es geht darum herauszufinden, gibt es heute irgendwelche Tendenzen, gibt es Strömungen, woher kommen diese einzelnen Akteure und wohin gehen diese jungen Architekten. Heute Abend sind sehr viele hierhin gekommen. Wieso hierhin? Meine beiden Partner, Michi Metzger, wo bist du, Michi? Ja. Hinten. Und Stefan hinter den Apparaten. Wir haben seit 1,5 Jahren zusammen dieses Büro in der Konstellation. Und wir sind einfach extrem neugierig auf all diese Leute, also unsere Kollegen, was die so tun. Und wir haben diesen großen, schönen Raum hier, diese Terrasse. Und wir wollten einfach mal diesen Snapshot machen, dieser jungen Architekturgeneration. Deshalb wird die Veranstaltung auch aufgezeichnet und später vielleicht dann auch auf Vimeo oder Facebook publiziert, damit man dann vielleicht in 5 Jahren sagen kann, ja, das hat uns damals fasziniert, jetzt sind wir an einem anderen Punkt. Wie auch immer. Es gibt im Anschluss einen Apero, weil doch sehr viele Leute sich angemeldet haben und die Temperaturen so heiß sind, haben wir gefunden, wir bieten lieber ein kühles Gazpacho an. Und das Bier steht auch schon bereit, für die anderen gibt es Orangensaft. Es gibt beim roten Kühlschrank dann auch noch eine kleine japanische Büchse, wo die sich beteiligen wollen, ein kleines Münz reinwerfen dürfen, wenn sie wollen. So, das gesagt, ich stelle kurz die Leute vor. Der Modus ist folgendermaßen: Es gibt 12 Minuten Zeit für 4 Leute jeweils, das heißt 45 Minuten. Danach gibt es eine kurze Diskussion und nach 1 Stunde sollten wir dann auch schon entlassen werden in den wohlverdienten Apero. Kurz der Reihe nach, die ersten Leute, die ersten Jungarchitekten, die heute sprechen werden, sind Samuele Swasabia und Teil Bernocher. Beide haben Wurzeln in Mendrisio und an der ETH. Samuele hat das Diplom bei Occiati gemacht, 2011, und Tao bei Keretz, auch 2011. Beide haben bei Go Hasegawa in Tokio Praktikum gemacht und sich dann anschließend nach dem Studienabschluss als Assistenten bei Go Hasegawa in Mendrisio kennengelernt. Und seit einem Jahr machen sie gemeinsam Projekte im Container gleich nebenan. Und unter anderem haben sie jetzt ein Buch über Katsuri Sakamoto, Sakamoto, welches im September beim Quartverlag erscheinen wird. Wir sind also sehr gespannt. Die zweiten Jungarchitekten sind HDPF, das sind 4 Buchstaben, die stehen für 4 Partner. Das H ist der Niklaus Hamburger. Er hat an der ETH studiert, bei Keretz und bei Hind und K gearbeitet, respektive Praktikum gemacht und bei Waldburg und Schawalde, wie heißt Schawalde in Herisau gearbeitet. Das D ist der Manuel Du, der ist leider heute verhindert. Der ist an der TU Stuttgart, hat er Diplom gemacht und bei diversen Büros in der Schweiz gemacht, bevor er sich mit Niklaus und Dario, dem P, zusammengetan hat. Dario hat wie Niklaus auch an der ETH Diplom gemacht, bei Keretz, bei meinem Peter gearbeitet und auch in Herisau. Und er wird heute Abend sprechen. Und das F ist der Francisco Fernandes, der kommt von der ETH Valencia und der ZHW in Winterthur, hat bei E2A in EN2N gearbeitet. Sie haben dort kürzlich bei der Wettbewerbszollstraße den 3. Rang gemacht. Und dann gibt es
Becker und Umbricht. Der Hendrik Becker hat 2011 bei Keretz Diplom gemacht, bei Darlington Meyer in Zürich und bei Office Gerstenkreuz und David van Severen in Belgien gearbeitet. Und Michael Umbricht hat an der ETH bei Keretz 2007 Diplom gemacht, sehr viele Keretzer Schüler. Und hat bei Olcati während dem Studium gearbeitet, und ist Entwurfsassistent bei Christian Keretz wieder, weil er war schon 5 Jahre, und seit 3 Jahren machen Michael und Hendrik zusammen Projekte. Und dann noch die vierten, das sind Raumfahrter, das ist der Adrian Norien, Cornelis Rechsteiner, Norjean, Entschuldigung, und Dominik Wenger. Adrien, der heute sprechen wird, hat in Mendrisio studiert, bei Cruze St. John Zumto und an der ETH 2. Wie lange hast du Diplom gemacht? Diplom, aber ich habe beim Kruger war er Assistent, studiert, okay, Entschuldigung. Und bei Beatrix Consolascia gearbeitet. Weitere Stationen sind Assistenz an der EPFL und Hochschule Luzern. Cornelius Rechsteiner, der auch hier ist, in Blau, hat in Mendrisio an der ETH und bei Olcati studiert und gearbeitet, beim Vorbaumos Kruger gearbeitet und bei Beat Roth in Winterthur und ist Gastkritiker regelmäßig an der ETH. Und der dritte im Bunde bei Raumfalter ist eben der Dominik, der heute Abend auch leider verhindert ist. Der hat in Mendrisio studiert und bei Stucki und Schneebeli Zürich die Rio Bar umgebaut. Stichwort für den Apero. Wir fangen gleich an mit Samuele und Teil. Bitte einen herzlichen Applaus. Guten Abend und danke vielen für die Einladung. Und ja, JOM hat uns gefragt, was sind unsere Ideale und Ambitionen. Wir waren ein bisschen überfordert und dann, was ich sagen kann, ist, was uns interessiert in unserer Arbeit sein wird. Und wir haben gemerkt, jetzt bei diesem Vortrag vorzubereiten, dass die Suche nach neuen Beziehungen der architektonischen Elementen ist für uns sehr wichtig, um die Isolation der Architektur zu vermeiden. Ich fange gleich an. Das ist unser erstes Projekt, das ist ein Buch über Katsunari Sakamoto. Er ist ein japanischer Architekt und er hat sein Leben lang versucht, mit seinen Bauten und mit seinen Schriften die Architektur zu öffnen. Und wir setzen uns mit seiner Architektur auseinander, weil wir denken, diese Ambition, die Architektur zu öffnen, eine starke Relevanz für den Entwurf in heutigen Tagen hat. Und es hört sich alles sehr abstrakt an, aber ich werde konkret 2 konkrete Beispiele vorstellen und die einfach zeigen die neuen Beziehungen mit architektonischen Elementen, und nämlich ein Haus von Katsunari Sakamoto und ein Wettbewerbsprojekt von uns. Also das ist Haus in Daito. Das wurde in Tokio im Jahr 1976 von Katsunari Sakamoto gebaut. Und ich zeige dieses Haus, weil ich denke, dieses Haus mit ganz gewöhnlichen Elementen zeigt einfach eine grundlegend andere Eigenschaften. Also sagen wir, mit ganz gewöhnlichen Elementen erreicht einfach ganz ungewöhnliche Eigenschaften der Architektur. Und ich werde nicht das Haus vollständig zeigen, ich werde nur ein paar Aspekte herauspicken. Und eben das ist die Fassade, und wie man sieht, das ist eine relativ geschlossene Fassade mit einem Giebeldach, ziemlich gewöhnlich auf den ersten Blick, aber hier sieht man, durch diese Öffnung kann man bis in die Tiefe des Gebäudes hineinschauen. Das heißt, man kann die ganze Länge des Gebäudes spüren. Das heißt, man ist noch an der Straße vor der Fassade, man ist noch nicht reingegangen, aber man kann schon den Master vom ganzen Haus wahrnehmen. Das ist das Wohnzimmer, das ist auch der höchste Raum im Haus, und man sieht durch diese Öffnungen, er stellt der Raum einen Bezug mit dem Hof gegenüber, mit dem Flur, hier im Obergeschoss, aber gleichzeitig kann man auch die Straße hier hinten wahrnehmen, sodass der Straßenraum zusammen mit dem Hof und mit dem Flur ein Nachbarraum des Wohnzimmers wird. Das ist eine Aufnahme vom Wohnzimmer in die andere Richtung. Und hier sieht man, es gibt diese horizontale Scheibe, die diese Wand in 2 nischartigen Räumen unterteilt.
eine Nische. Die Nische, wenn wir diesen nischartigen Raum oben, hat ein großes Fenster und besitzt einen relativ extrovertierten Charakter. Und während diese Nische hier unten, sieht man nicht genau, aber besitzt eine Couch und hat einen intimen Charakter. Und diese zwei grundsätzliche Eigenschaften existieren gleichzeitig nebenan und man kann sie auch gleichzeitig wahrnehmen, sodass ich denke, diese Baum und diese Couch bekommen genau die gleiche Präsenz im Raum, obwohl sie hintereinander liegen. Das ist ein Bild vom Hof. Das ist ein Bild vom Hof Richtung Wohnzimmer. Und hier sieht man, der Hof wird durch diese Träger räumlich begrenzt und wird fast wie ein Innenraum. Und das Interessante dabei ist, dass die Höhe vom Hof ist eigentlich niedriger als die Höhe vom Wohnzimmer hier hinten. Und das bedeutet, dass wenn man im Hof steht und in das Wohnzimmer anschaut, hat man fast das Gefühl, dass man von innen nach außen anschaut. Das ist ein Blick vom Gang, vom Flur im Obergeschoss. Hier sieht man einfach das Gästezimmer, die Straße hier hinten und das Wohnzimmer hier unten. Und plötzlich merkt man, wie die Straße ganz nah wird und andererseits hingegen das Gästezimmer mit dem Wohnzimmer stark voneinander getrennt sind, obwohl sie nebeneinander liegen. Und was ich zeigen möchte, ist, dass wenn man diese Räume betritt, die physische Distanz zwischen den Räumen und die wahrgenommene Distanz stimmen nicht mehr überein. Und eben das Bild habe ich selber geschossen am Abend. Leider ist die Straße ziemlich dunkel, aber Sie können verstehen die Wirkung dieser Räume. So, okay. Jetzt zeige ich ein Wettbewerbsprojekt von uns. Es ist eine Zusammenarbeit mit AAPPB Architekten aus Lugano und dem Ingenieur Nevin Kostic. Das Projekt hat eigentlich keinen direkten Bezug mit dem Haus, aber es hat gewisse Ambitionen, die ähnlich sind. Es ist eine Primarschule mit einem Kindergarten und wie man sieht, liegt es in einer bestehenden Schulanlage. Es ist eine bestehende Schule, bestehende Turnhalle, ein Fußballfeld im Zentrum und das ist die neue Schule. Wir haben die neue Schule so positioniert, damit zwei neue Außenräume entstehen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das ist der Pausenplatz für die Primarschule und das ist der Garten für den Kindergarten. Das ist der Querschnitt. Hier sieht man die zwei Außenräume. Das ist der Pausenplatz, er ist flach und hat einen harten Belag. Und das ist der Garten, der hat eine Neigung und ist mit Bäumen bepflanzt. Man erkennt auch, dass alle Geschosse eigentlich zu beiden Außenräumen eine Beziehung haben. Jetzt, das sind die drei Grundrisse. Es ist eine klassische Schulhaustypologie mit einem breiten Gang in der Mitte. Der Kindergarten ist im untersten Geschoss und die Primarschule ist in den oberen beiden Geschossen. Mit der Anordnung dieser Wände haben wir versucht, diese beiden Außenräume miteinander zu verbinden. Das heißt, dass jedes Klassenzimmer den Bezug zum Pausenplatz im Norden, aber auch zum Garten im Süden bekommt. Das ist ein Schema vom Projekt. Also normalerweise hat ein Klassenzimmer nur eine Richtung zum Außenraum und vielleicht einen Bezug zum Gang, aber sie haben nie die Beziehung untereinander und auch das Klassenzimmer hat keine Beziehung zum ganzen Gebäude. Das heißt, dass das Klassenzimmer oft keine Beziehung zum Rest des Gebäudes hat und oft getrennt und isoliert existiert. Und hier sieht man, wie wir das Gebäude mit Wand- und Trägerelementen gebildet haben. Das Gebäude hat somit 4 Richtungen. Der Korridor hat eigentlich eine Richtung zum Schulcampus und die Klassenräume haben die Richtung zu den beiden Außenräumen. Und in diesem Schema sieht man, wie die Träger die Klassenzimmer untereinander verbinden. Und wenn man im Klassenzimmer ist, spürt man eigentlich die ganze Dimension des Trägers, welche einen Maßstab vom ganzen Gebäude hat. Obwohl man nur in einem kleinen Teil des Gebäudes ist, kann man eigentlich das ganze Gebäude noch ein bisschen spüren.
Was passiert ist, dass das Klassenzimmer eigentlich eine Beziehung zum Maßstab des Gebäudes bekommt. Also ich zeige jetzt 4 Bilder von der Schule. Die Elemente der Wand und Träger kommen in jedem Bild vor, aber in verschiedenen Räumen mit unterschiedlichen Maßstäben. Das ist der Blick vom Fußballfeld. Und man sieht die Elemente in Beziehung mit der Landschaft und zum Campus. Das ist der Blick vom Pausenplatz durch das Gebäude in Richtung Garten. Man sieht die Elemente in Beziehung mit der Topografie, aber auch mit der Geschosslichkeit. Das ist der Blick vom Gang. Man sieht die Elemente in Beziehung mit der Pausengang. Und man sieht hier am Schluss die Beziehung der Elemente im Klassenzimmer. Und dann wieder zurück mit der Landschaft. Ich gehe jetzt wieder zurück. Also wir haben eigentlich diese Kreuzung der 4 Richtungen mit den Wand- und Trägerelementen wiederholt. Weil diese Elemente immer in verschiedenen Situationen auftauchen, gibt es eine Kontinuität zwischen den Maßstäben. Und auch die Trennung zwischen Innen und Außen wird relativiert. Also am Schluss können wir sagen, dass mit diesen Wand- und Trägerelementen wir einen Bezug zwischen dem Maßstab vom Campus und dem Klassenzimmer hergestellt haben. Danke JOM vielmals für die Einladung. Speziell dir natürlich. Ich werde heute nicht über Architektur reden, das möchte ich gleich vorweg sagen. Ich werde über 2 Sachen reden, die uns im Büro jetzt zurzeit beschäftigen. Der erste Teil ist die Professionalisierung, die Strukturierung unseres Büros, das stark gewachsen ist. Und der zweite Teil hat etwas mit einem Transartikel zu tun, den wir vor 3 Jahren geschrieben haben, den viel zum Glück redigiert hat. In diesem Artikel ging es darum, das Einkleben für die Relevanz der Architektur nicht mit Design oder mit architektonischen Mitteln, sondern quasi mit fachfremden Mitteln, das zu bekommen, was wir möchten. Wie gesagt, unser Büro ist sehr stark gewachsen. Wir sind jetzt 20 Leute und wir mussten das Büro vom Grundsatz her eigentlich neu strukturieren. Und das haben wir so gemacht, dass wir eigentlich oben seht ihr die 4 Partner, die jeweils Abteilungen führen, und unten haben wir Associates eingeführt. Das ist Amadeo Richte und Enrique Orti. Niklas Hamburg ist eigentlich zuständig für die Projekte, die in die Baueingabe gehen. Manuel, du bist mittlerweile in Deutschland das Partnerbüro am Aufbauen. Ich bin zuständig für die ganze Akquise, Vorprojekte, und Francisco, oder bei uns Fran, der macht alles im Bereich Ausführung. Amadeo ist zuständig für Wettbewerbe von den Associates her, also das sind halt diese 4 Abteilungen, und Enrique ist auch Bauleitung und Ausführung. Das Team ist gewachsen. Wir haben etwa, also pro Abteilung gibt es immer 4 Leute, mittlerweile sogar 5 Leute. Und seit neuestem haben wir uns entschieden, dass wir die ganze administrative Arbeit, die eigentlich immer Geschäftsleitung hatten, dass wir die ein bisschen outsourcen oder jemandem übergeben, der das besser kann. Ich erzähle das, weil das ist der Prozess, den wir jetzt gerade durchmachen, und wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Kunden eigentlich wir können denen ein gutes Produkt, und ich spreche dezidiert vom Produkt, anbieten, damit meine ich auch Architektur, wenn man eine professionelle Struktur zur
Verfügung hat oder einen guten Ablauf. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Und das hat etwas mit dem ersten zu tun. Da geht es darum, Eintreten für die Relevanz der Architektur, der Nachtrag, diesmal nicht als Kostennachtrag, sondern als intellektueller Nachtrag. Also wie gesagt, wir haben in der Trans einen Artikel geschrieben, das war 2011, Niklas und ich. Ja, da waren wir natürlich noch im Studium, aber wir haben im Bachelor schon einen Wettbewerb gewonnen. Und was uns da stark beschäftigt hat, ist eigentlich, dass uns niemand Vertrauen geschenkt hat, dass wir architektonisch das drauf haben. Also wir mussten immer, weil wir so jung das gewonnen haben, haben wir immer das Problem gehabt, dass sei es die Fachplaner, die Bauherren, wer auch immer, haben uns immer quasi das Design nicht abgekauft. Also wir konnten wunderschöne Bilder machen, wir konnten das Ganze toll verkaufen, aber am Schluss gab es trotzdem immer wieder Abstriche. Uns hat das jedes Mal natürlich genervt. Und das hat eben etwas mit der Professionalisierung zu tun. Wir haben dann irgendwann darüber nachgedacht, was könnte der Grund sein? Das habe ich schon in diesem Artikel angedacht und jetzt haben wir das weitergesponnen. Wir haben versucht zu begreifen, was unsere Bauherren und alle anderen, die Anforderungen nach Architektur haben oder alle anderen, die etwas damit zu tun haben, nach dem Fachplaner, wie denken sie? Wir haben angefangen, nicht mehr nur in unserer Disziplin zu denken, als Architekten quasi, sondern wir haben versucht, zunehmend zu begreifen, was will der Investor, was sind seine Ziele, was will x-beliebige Bauherr. Wir haben versucht, uns wirklich damit zu beschäftigen, was sind ihre Ziele. Und der Grund ist, dass wir glauben, dass wir bessere Architektur machen können, wenn wir verstehen, was sie wollen. Also wenn wir quasi begreifen, was sind ihre Ziele. Unsere Ziele sind klar. Wir wollen einen guten Städtebau, wir wollen eine nachhaltige Architektur, wir wollen ein ansprechendes Design. Nur haben wir gelernt, dass wir es nicht erreichen, oder das war auf jeden Fall unser Weg, dass wir es nicht erreichen, wenn wir es nur so argumentieren. Wir müssen es wie breiter abstützen, dieses Argument. Also wir dürfen nicht nur ästhetisch argumentieren, das jetzt ganz plakativ ist. Im Artikel selber drin, das ist jetzt schon 3 Jahre her, da haben wir das noch nicht so, wie soll ich das sagen, und da kommt jetzt zurück zur Professionalisierung, da haben wir noch nicht so ganz begriffen, was es wirklich bedeutet, wenn man sich mit Investoren oder mit anderen Anspruchsgruppen auseinandersetzt. Und innerhalb der letzten 3 Jahre, 10 Projekte später, haben wir langsam das Gefühl, wie können wir es schaffen, gute Architektur zu machen oder ansprechende Architektur zu machen und trotzdem quasi die anderen Anspruchsgruppen zufriedenzustellen. Und das kommt wirklich daraus, dass wir uns mit denen beschäftigt haben. Am Anfang habe ich gesagt, wir nehmen jetzt eine administrative Assistentin quasi in die Geschäftsleitung auf. Und grundsätzlich bin ich froh, dass wir das bis jetzt selber gemacht haben. Auch das ganze Controlling, alles was Wirtschaft betrifft, alles was uns eigentlich nicht wirklich interessiert. Im Grunde genommen interessiert uns natürlich Architektur. Aber mit der Beschäftigung mit dem sind wir einen Schritt weitergekommen. Das war schon die Aussage von diesem Artikel und das ist das, was uns in Zukunft weiter beschäftigt. Wir haben noch 5 Minuten. So, auch von uns vielen Dank für die Einladung. Wir möchten eigentlich heute Abend anhand von 3 Projekten Themenfelder in der Architektur beleuchten, die uns so bei allen Projekten oder bei Projekten, die wir erarbeiten, interessieren. Die Themenfelder sind ein Ausschnitt aus einem größeren Themenkreis, aber für heute Abend haben wir diese 3 Projekte. Genau, wir werden euch nicht die Projekte zeigen, sondern nur einzelne Aspekte der Projekte, die uns eben immer wieder beschäftigen, auch in anderen Projekten. Das ist eine Reaktion auf die Fragestellung, wie ist eine Werkstatt gemacht. Was uns zuerst irritiert hat, aber dann sehr gut gefallen, weil es einem ermöglicht, auch eine andere Perspektive auf die eigene Arbeit einzunehmen.
erste Projekt haben wir betitelt, das erste Themenfeld mit Sterling versus Waxman. Es geht um einen Entwurf für ein Museum, den wir vor Kürze erarbeitet haben. Es war ein zweistufiger Wettbewerb und es ist die erste Stufe, die in dem Sinne nur skizzenhaft angedacht ist. Und in diesem Projekt geht es um strukturellen und räumlichen Unterschied für uns zwischen einer öffentlichen Erschließung und den eigentlichen Museumsraum. Die Erschließung lesen wir so, dass es eine funktionale und modellierte Raumform ist, in dem Sinne auch eine organische Raumform. Diese Raumform wird von sehr vielen funktionalen Anforderungen eigentlich bestimmt. Und gleichzeitig hat sie einen wahnsinnig wichtigen, identitätsstiftenden Charakter für das Erlebnis als Besucher in einem Museum. Wir haben diese Voraussetzung genommen, um einen sehr skulpturalen Körper zu entwickeln. Und das Gegenteil davon wären dann die Ausstellungsräume, die eigentlich in dem Sinne sehr generische Räume sind, die viele Dinge ermöglichen können müssen. Also eher im Sinne von Waxman eigentlich ein offener Grid sein. Und die Frage, wenn man mit so entgegengesetzten Raumarten in einem Projekt hantiert ist, wie kommen die zusammen? Und gibt es einen Mehrwert dadurch, dass diese Räume sich so stark kontrastieren? Das ist ein Schnitt durchs Gebäude. Man sieht hier, wie dieser Zusammenstoß dieser verschiedenen Raumauffassungen eigentlich doch ein ganzes Gebäude ergeben können und nicht immer zwei Teile bleiben. Das nächste Projekt haben wir unter dem Titel Tragstruktur gleich Raumstruktur gestellt. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Gebäude mit zwei verschiedenen Nutzungen. Und diese zwei verschiedenen Nutzungen, eine primäre museale Nutzung und eine öffentliche, administrative und schulische oder Schulungsnutzung, die diesem Museum innewohnt, miteinander in Beziehung zu bringen. Unsere Fragestellung dabei war, wie gibt es eine Tragestruktur, die nicht nur die Statik löst, sondern gleichzeitig auch die Raumstruktur bildet. Und ausgehend davon, wenn ja, was heißt das und wie kann so etwas aussehen? Kann die gleiche Struktur sowohl öffentlich extrovertierte Räume, zum Beispiel ein Vorlesungssaal oder eine Eingangshalle, als auch eine introvertierte museale Nutzung aufnehmen? In der vertikalen Gliederung sieht das Ganze dann so aus, dass wir zwei verschiedene Aggregatzustände übereinander geschichtet haben, diese aber nicht nur im Sinne einer statischen Lösung miteinander geschichtet oder übereinander geschichtet sind, sondern durch die Struktur eigentlich so eng miteinander verknüpft sind, dass ich in puncto Ausrichtung der Räume oder auch Lichtbeziehungen vom Raum nach draußen oder die Belichtungssituation für den musealen Raum als Ganzes in einer Struktur eigentlich lösen kann. Und diese Struktur ist für uns nicht nur in dem Sinne die Statik, sie ist raumbildend und atmosphärenbildend. Das ist ein Innenraumbild, ein Museumsraum. Und diese Struktur wirkt nicht nur nach innen, sondern ist auch im Raum auf die äußere Bild ablesbar. Ein weiterer Themenkreis, der eigentlich uns in jedem Projekt beschäftigt, auch in jedem Maßstab beschäftigt, ist die Frage von Ordnung und Geheimnis. Wir möchten das am Beispiel eines Einfamilienhauses erläutern. Wir verstehen
die Ordnung eines Gebäudes im Sinne einer Dramatik, durch welche die einzelnen Elemente verbindlich zueinander in Verbindung gesetzt werden. Und zwar alle Elemente. Jedes Element oder jeder Raum soll dabei aber auch seine spezifischen Eigenschaften haben. Welche sich schlussendlich den Anforderungen der Bauerschaft, den Anforderungen der Parzelle, auch ökonomischen Anforderungen aussetzt, aber eben auch Teil einer architektonischen Konzeption ist. Dabei soll trotz dieser Rigidität der Ordnung eine räumliche Vielfalt und Dichte entstehen innerhalb eines Projektes. Die Elemente sollen sich nicht gleichen, sie können, aber sie müssen nicht. Und die Ordnung des ganzen Gebäudes kann in unserem Verständnis idealerweise nicht aus einem einzelnen Element abgeleitet werden. Um zu verstehen, was die übergeordnete Dramatik ist, muss man ein Gebäude ganzheitlich lesen. Man braucht verschiedene Herangehensweisen. Das sind die Räume selber, das kann ein Plan sein, das kann auch ein Konzepttext sein, so dass eigentlich im Umkehrschluss ein Gebäude nicht sein Geheimnis verliert dadurch, dass es transparent wird und dadurch auch nicht flach wird, sondern eigentlich räumlich dicht und man verschiedene, vielschichtige und sich überlagernde Erlebnisse in einem Gebäude haben kann. Und die einzelnen Elemente sind auch nicht wichtiger oder weniger wichtig, also ein Erschließungsraum ist gleich wichtig wie ein Wohnraum oder ein Schlafzimmer. Schlussendlich ist die Frage, wie steht dieser Raum im Zusammenhang mit allen anderen Räumen, die ein Ganzes bilden. Und der Wunsch dabei ist eben, dass Architektur auch eine intellektuelle Disziplin ist, dass man darüber nachdenken kann, dass man sie vermitteln kann, dass man diskutieren kann, in dem Sinne auch argumentieren, ob eine Ordnung richtig oder falsch ist. Man muss natürlich die Gründe selber liefern, aber gleichzeitig wäre der Wunsch auch, nicht rigide zu werden, sondern auch ein Geheimnis oder eine Subversivität zuzulassen in einer Architektur. Das waren unsere drei Projekte und was wir vielleicht abschließend so sagen können, für uns ist wirklich, also es gab ja einen Themenkatalog, der von euch vorgegeben war, der natürlich sehr hohe Ansprüche hat und wir haben uns diese Frage auch selber Neues wieder gestellt, oder man fragt sich ja ständig, was man eigentlich genau, was der Inhalt ist, an dem man arbeitet, und für uns ist wirklich dieses Erarbeiten dieser Themenfelder in einem einzelnen Projekt gehört als ganz wichtiger Teil des Projekts ist für uns wichtig bei der Erarbeitung dieser Projekte, halt sich im Vorhinein oder derweil, wenn man erarbeitet, dieses Themenfeld erstmal zu umreißen und überhaupt selber zu entwerfen, bevor dann vielleicht der nächste Schritt oder es ist schwierig immer zu sagen, ob es eine Abfolge gibt. Ich glaube, keine Abfolge, so passiert irgendwie gleichzeitig oder man muss so. Also das ist unsere Auswahl, was wir als wichtig empfinden in der Kultur, auch als das Erarbeiten unserer Position, architektonischen Position. Es ist nicht so, dass wir schon genau wissen, was uns interessiert, sondern versuchen von Projekt zu Projekt durch das Erarbeiten der Projekte und das Reflektieren darüber eigentlich herauszufinden, was für Themen auch uns beschäftigen und immer wieder Themen. Es ist eigentlich eine permanente Arbeit. Das ist vielleicht unsere Antwort auf die Frage, was ist unsere Position oder Vision oder wie sehen wir unsere Zukunft, die sehen wir nicht anders als unsere Gegenwart. Also es ist eigentlich ein kontinuierliches Arbeiten und Entdecken eigener Interessen, die wir gerne in Projekten auch kommunizieren.
Philipp, Stefan, Michi, herzlichen Dank für diese Gelegenheit, dass wir unsere Erwartungen, unsere Ambitionen oder so oft wie ihr das formuliert habt, versuchen dürfen zu präsentieren. Das ist ein Kurzvortrag, Raumfalter. Philipp hat uns schon recht gut vorgestellt. Das waren wir 2003 Diplomjahr in Bordeaux, Young and Wild. Ich weiß nicht, aber jetzt, ihr seht auch, wir sind biologisch gesehen nicht mehr die allerjüngsten. Wir sind 2015. Wir versuchen es aber geistig immer noch zu sein. Wie arbeiten wir? Wir haben uns Fragen gestellt. Genau wie meine Vorgänger schon vorher gesagt haben, ist sehr ein subjektiver Prozess, eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Materie. Es ist ein projektbezogenes und büroübergreifendes Teamwork haben wir festgestellt. Ein Auszug aus dem ersten Präsentationsdossier über unsere Idee von 2010 sagt, die Idee des offenen Meinungspools steht im Zentrum der entwerflichen Zusammenarbeit. Durch die kritische Auseinandersetzung im Team und den Einbezug von Personen aus anderen Sparten entstehen überraschende, ästhetisch ambitionierte und der jeweiligen Situation angemessene architektonische Lösungen. Wir begreifen dabei die entwerferische Tätigkeit als einen fortwährenden, iterativen Prozess zwischen Theorie und Praxis. Also kein linearer Prozess. 5 Jahre später haben wir uns, ungefähr vor 2 Wochen haben wir uns wieder mit der Motivation auseinandersetzen müssen und uns bei der Präqualifikation so dazu geäußert, übrigens in Arbeitsgemeinschaft mit Harry van der Mais, weil wir sehr oft teamübergreifend arbeiten. Unsere beiden Büros sind ein langjährig bewährtes Team, 5-6 Jahre langjährig, wo es in erster Linie um den innovativen und pragmatischen Wohnungsbau geht. Wir bringen den Ideenreichtum und die Erfahrung von 2 Architektengenerationen, Harry van der Mais ist ungefähr 13 Jahre älter als wir, mit. Beide Büros sind sehr erfahren in preiswerten und dennoch robusten entwerfenden Bauen. Wir sind es uns als bauleitende Architekten gewohnt, dass alles aus einer Hand kommt. Unsere Stärke liegt im gesamtheitlichen Denken und im fachübergreifenden, interdisziplinären Arbeiten. Wir verfolgen das Ziel, in gestellten Aufgaben überraschende und angemessene Lösungen anzubieten, sowie diese pragmatisch umzusetzen. Hier sehen wir büroübergreifendes Teamwork seit 2005. Man beachtet die erste Linie, das ist Zusammenarbeit mit Michael Metzger. Da gab es Raumfalter noch nicht, aber wir haben es versucht, haben einen Preis gemacht und sind da ehrenvoll haben wir noch abgegeben. Es geht weiter bis 2015 und was uns aufgefallen ist, dass eigentlich rund 1/3 aller Projekte machen wir eigentlich mit anderen Architekten oder Innenarchitekten oder einem Dramaturgen oder Marcello Nasser, der wird auch noch kommen, glaube ich, und das vorzustellen. Kandidaten ETH, also Studenten ehemalig, mit denen habe ich ein Haus gemacht, ein Mehrfamilienhaus. Also es ist wichtig, dass wir uns diesen Anforderungen, die wir alle haben als kleines Büro, wir sind klein im Gegensatz zu euch, wir sind 3 und sind immer 3 und dann dieses Jahr haben wir das erste Mal einen Praktikanten leisten können und dann haben wir noch Harry van der Mais oder andere Teams und mit dem schaffen wir es auch größere Aufgaben zu bewältigen. Dies ist ein Beispiel für ein Teamwork. Das haben wir morgen eine Präqualifikation mit Harry van der Mais. Das war eine Großskizze und ein so großes Projekt inklusive Bauleitung wäre für uns eigentlich nicht möglich gewesen. Durch das Teambildung mit Harry van der Mais konnten wir das machen und wir werden dieses Jahr das beenden. So sieht das Projekt aus. Also was aus der Skizze entstanden ist, sieht man hier. Das sind Projektpläne, das sind Visualisierungen. Es ist eine Baustelle, die langsam zu Ende geht. Thema und Aufgabe.
Weiterbau, Weiterknüpfen am Bestand, Transformation des Gebäudes aus den 70ern, sehr, sehr harte 70er, 2,40 Meter hohe Räume, und dann will man alles noch Technik reinstecken. Diese Transformation des Gebäudes aus den 70ern auf der technischen wie auf der atmosphärischen Ebene in die Gegenwart zu besetzen, das ist die Idee. Der Gebäudeausdruck, da hat uns von der ersten Skizze interessiert, war sehr intuitiv, ein Gemeindekastell zu bauen, weil rundherum wurde aufgestockt und wir dachten, das Gebäude braucht Kraft. Und mit diesen zwei Aufstockungen hier wird uns das recht gut gelungen. Ein weiter Knüpfen, weiter Heben. Was ist unsere Ambition? Aktuelle Inhalte an einem, das haben wir versucht, in einem Satz unterzubringen. Wir sind, glaube ich, gescheit. Aktuelle Inhalte an einem spezifischen Ort, zukunftsweisend und qualitativ hochwertigen Raum und Vornehmen. Was qualitativ hochwertig ist, darüber wird hoffentlich noch gestritten werden. Es geht ja schlussendlich an alle, wir wollen architektonisch gute Projekte machen. Wie misst man das? Das ist heute sicher eine interessante Diskussion. Ein kleiner Leitfaden, Analyse der Anforderungen und Bedürfnisse, sehr subjektiv natürlich, Übersetzung in ein robustes und poetisch assoziatives Grundkonzept, hoch abstrakt, aber eigentlich sehr politisch gedacht. Das wird zum Leitmotiv während dem weiteren prozesshaften Entwurf. Stetig wird das durch Skizze, Modell und Visualisierung überprüft. Immer der Realität folgt das Abgleichen mit den Ansprüchen und Möglichkeiten, du hast es gesagt, der Bauträger und Unternehmer, also man kann nicht an diesen Leuten vorbei planen, sonst kommt man nicht so weit. Was ist ein politisch-assoziatives Grundkonzept? Bei uns fängt es einfach so einerseits mit Inhalten, andererseits mit Bildern, die hier stehen. Wir sehen auf der linken Seite ein Mondrian. Wir sehen natürlich Eisenmähen, Topografie des Terrors. Wir sehen ein Orthofoto von der Medina von Fest. Da sehen wir Aldo van Eyck, der Kindergarten in Amsterdam. Das war eigentlich unser politisch-assoziatives Grundkonzept für den Wettbewerb im Binnensee, Rames. Die Übersetzung in ein Projekt sah dann mehr oder weniger so aus, das sind kleine Teile. Es ging um High-End Low-Rise Courtyard Housing, das wollten sie nicht, das wollten wir. Es geht um verdichtetes bis maximal dreigeschossiges Bauen als bewusste Alternative zum anonymisierten, volumenoptimierten Mehrfamilienhaus auf der Wiese, das noch und nöcher praktiziert und verlangt wird. Wir versuchten die Weiterführung der Lehrstelle von Atelier 5, Harlem und Halmatt vom hochverdichteten Einfamilienhaus quartiert in Bienenhof-Idee als Räume mit Lehrwert zu generieren. Kreation einer Nachbarschaft war interessant, nicht nur einfach die Akkumulation von Wohnungen in einem Gebäude. Hier zusammengefügt als einem systematisierten und vorgefertigten Holzbau-Elementsystem ohne Untertellerung. Etwas ganz anderes, ein kleiner Wettbewerb, ein Mehrfamilienhaus in Rapperswil-Jona, Jona. Ich habe gelernt, dass man ein Jona in Rapperswil sagen darf. Da sehen wir wieder das politisch-assoziative Grundkonzept, wieder sehr subjektiv. Links sehen wir das Ausreizen des Baugesetzes im Zusammenhang mit einer stützenfreien Parkierung als formativer Impulsgenerator. Was für ein Wort. Der Kranich als einheimisches Symboltier in seinem natürlichen Habitat des flachen Ufergebietes bei Jona als Referenz für den Kontext und nicht nur einfach der Kontext als Einfamilienhaus mehr. Und das ist dann unser Entwurf. Nicht den Kranich bauen, aber es ist natürlich eine strukturelle Inspiration. Und alles, was wir da später sehen, ist notwendig. Und das ist ein fein ausbalanciertes Mehrfamilienhaus, konsequent gedacht, in der privilegierten Uferzone von Südkorea. Was sind die Herausforderungen von heute? Glaube ich, ganz wichtig, auch subjektiv unvollständige Bestandsaufnahme von uns im Büro. Wir haben festgestellt, wir leben in einer konservativen Zeit, immer weniger Geld für Kunst und Kultur Übergangsphase befinden, das ist eine Frage, die wir an uns selbst stellen. Es gibt immer mehr Spezialisten und immer weniger Universalisten.
Also jemand hat von intellektueller Auseinandersetzung gesprochen, das ist sehr wichtig. Die Architekten und Ingenieure ziehen sich, Architekten haben gesellschaftspolitischen Einfluss und Renommee verloren, das ist eine Tatsache, spüren wir. Die Architekten und Ingenieure ziehen sich vermehrt von vermeintlich Sekundärten zurück und machen das, was sie können, was auch nicht schlecht ist. Architekt als Dienstleister, ein wichtiges Thema. Der Architekt hat viel von seinem Terrain als Gestalter unserer Umwelt eingelöst. Das führt immer mehr zu einer Mehrzahl-Gefildsmentalität. Ist unglaublich, wir alle kämpfen damit. Vielleicht ist was ihr versucht zu machen, der richtige Schlüssel. Man kann das emotionale Intelligenz nennen, das unbestimmt gerade funktioniert, aber schlussendlich gewinnst du ihn nur, wenn du mit dem Herzen gewonnen hast und ein rationales Argument hilft dir vielleicht für den Moment am anderen Tag, bis der dann wieder geht. Der Architekturwettbewerb ist für uns wichtig, ein Kulturgut, immer wieder als billige Version der Machbarkeitsstudie missbraucht. Über die Hälfte aller gewonnenen Wettbewerbe gelangen nicht zur Ausführung. Ein Versuchskriterium für eine qualitativ hochwertige Architektur zu formulieren, das versuchen wir jetzt. Wir alle sind Kinder des Zeitgeistes. Nur sollten wir versuchen, diesen immer wieder kritisch zu hinterfragen, innehalten, reflektieren. Das habe ich schon heute schon ein paar Mal gelehrt. Das ist wichtig. Diskutieren im Anschluss. Entwerfen heißt auf Italienisch Progettare. Was frei übersetzt? Ja, nicht das Sinn, wir haben immer frei übersetzt als Deutschschweizer. Etwas voraus die Zukunft werfen. Bedeutet, in anderen Worten, wir haben die Aufgabe, mit unseren Projekten zukunftsweisend zu sein. Das heißt, unheimlich inhaltlich und formal. Und ist einfach wichtig, die Zukunft darf nicht vergessen werden. Das ist irgendwo entwerfen. Wettbewerbe sind gesellschaftspolitische Rat, habe ich schon gesagt, die sollten dazu genutzt werden, sinnstiftende Ideen zu entwerfen. Die Reflexion, die dort während des Innehaltens, habe ich gesagt, mit der Qualitätskontrolle seid ihr daran beschäftigt, habe ich vorhin gehört, ja. Der Architekt sollte immer bestrebt sein, nach dem Besseren zu suchen. In der Beziehung mit der Bauerschaft sollte von vornherein eine Win-Win-Situation und nicht ein Marketing-Win-Win, sondern fast eher eigentlich eines arabischen Verhandeln-Win-Win. Das heißt, dass am Schluss beide sich gut fühlen und dass da auf der Hilfeweise stimmt. Anstatt den Kompromiss zu suchen, die kommen automatisch, das ist klar. Einen Menschen kann man, das habe ich auch schon gesagt, Regeln kann man brechen, wenn man sie beherrscht. Das macht man der freie wahrscheinlich. Als Architekt sollte man wachsam sein, zur richtigen Zeit sich auch auflegen und Nein sagen können. Das führt uns zu dem, was bei uns aktuell ist. Wir haben beim Studienauftrag Umbau Löwen zur Gemeindeverwaltung beim Wien am See sind wir die Studierenden die besten zwei gekommen, haben dann aufgehört zu studieren mit vorgeschobenen Gründen, zu teuer und so weiter. Das ist die Eingabe beim Verwaltungsgericht Aarau. Von 7 Architektenteams haben am Schluss 2 also übergeblieben und haben gesagt, wir kämpfen gegen die Gemeinde an, weil das eine unlautere, unsaubere Ausschreibung war. Das ist die 25-seitige Beschwerdeschrift mit 27 Beweismaterialien. Wir glauben daran, dass wir gewinnen können und die machen das, weil wir eigentlich das machen wollen. Und das gehört dazu, dieses Engagement. Das meine ich mit Auseinandersetzung auch als Architekten. Ich habe das ja vorhin auch irgendwie anders gesagt. Aber es ist wichtig, dass wir schlussendlich all unsere Ziele erreichen. Da muss man halt auch kämpfen manchmal und mit sich denken einsetzen. Und danke sagen. Ja, es sind sehr viele Themen aufgetaucht in diesen Kurzvorträgen. Nochmals herzlichen Dank an alle. Es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie ihr auch unterschiedlich argumentiert. Und ich habe während den Vorträgen ein bisschen probiert zu abstrahieren und so ein bisschen Schubladen zu erstellen. Das dürft ihr mir nicht allzu übel nehmen. 2 Büros haben eher so ein bisschen über den Prozess gesprochen. Also so, ich sage das jetzt mal, so die technisch ausgeklügelte Betriebswirtschaft. Und 2 Vortragende haben eher so über sehr präzise intellektuelle Raumkonzepte gesprochen. Ich glaube, beide oder alle
beschäftigen sich mit beiden. Trotzdem interessiert es mich von beiden Seiten auch noch das andere zu hören. Vielleicht zuerst mal zu den Raumkonzepten. Also Hendrik und Michael, ihr habt wirklich das war wirklich faszinierend zu sehen, wie ihr ganz präzise Referenzen einsetzen, eigentlich fast schon unterschiedliche Architekten collagiert und wieder zu einem ein Neues überführt und gar nicht auf eine eklektistische Weise, so auf eine fast als Strategie eigentlich, so zwei unterschiedliche Themen aufeinander prallen zu lassen. Bei Samuele und Teil waren es vielmehr eigentlich die Suche nach einem Raumkontinuum aufgrund der präzisen Setzung von architektonischen Elementen und klaren Referenzen auch. Vielleicht Dario, etwas so zu eurer Entwurfsstrategie, was ja immer auch ein Argument sein kann gegenüber einem Bauherrn. Was sind so architektonische Themen, also jetzt nicht technisch, sondern was für Begriffe braucht ihr, um einen Entwurf zu argumentieren für euch intern und welche von diesen Begrifflichkeiten überführt ihr dann auch oder kommuniziert ihr überhaupt? Wir beschäftigen uns eigentlich grundsätzlich, und das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun, vor allem mit Bildern. Uns haben Bilder schon immer interessiert. Wir haben Bilder gemacht für Christian Keretz, wir haben Bilder gemacht für fast jedes Büro in Zürich quasi. Also Visualisierung. Und das ist auch heute noch so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass das Stärkste, was wir haben, wenn wir ein Argumentarium, jetzt mal nicht so wie es vor dem Vortrag eigentlich angedeutet habe, dass wir ein Argumentarium aufbauen, was auf fachfremden quasi Elementen beruht, um dann Architektur zu machen, wenn wir wirklich in der Architektur mit dem Bild, wir versuchen es dann mit dem Bild und wir beschäftigen uns eigentlich immer mit dem Bild. Das Bild ist das Erste, was wir haben und das Bild ist das Stärkste und das bleibt bis zum Schluss. Das war auch bei dem Projekt da, beim Vortrag habe ich das Bild gezeigt, die Visualisierung. 2011 war das Gebäude in Rügen noch nicht fertiggestellt und das letzte Bild war dann quasi das Gebaute. Und ja, ich denke, unser Ziel ist es eigentlich immer so nahe wie möglich an das Bild zu kommen. Das ist immer unsere Ambition in diesem Bereich. Wir suchen das Bild ist mal am Anfang, das ist die erste Entwurfsphase und da kommt alles, dann wird mal der ganze Entwurfsprozess hinein und dann bleibt das Bild stehen. Lustigerweise funktioniert es eben auch auf der bösen Seite, um das jetzt noch mal so zu sagen, wie du das schon vorgesagt hast, quasi auf der Investorenseite oder auf der Bauträgerseite, Gemeinde, wie auch immer, haben wir zumindest festgestellt, dass ein Bild weniger in Frage gestellt wird als ein intellektuelles Konstrukt, was wir zum Beispiel vorgezeigt haben. Was ich an sich viel spannender finde, also jetzt, weil das Bild ist ja der Grund, bevor das Bild entsteht, gibt es ja diesen intellektuellen Prozess. Und wir haben einfach bei uns festgestellt, dass wenn ich das so präsentiere, dann wird gerade runtergeschlagen. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Das heißt, wenn ich schön argumentiere, wie man das an der Universität lernt und was ja auch wichtig ist, so. Ist genauso wie wir auch arbeiten, aber wir tragen das nicht mehr so explizit nach außen, sondern das ist nur das Bild, was das transportiert. Ja, interessant, vielleicht das Bild so als Streamlining, Filtering, fast schon als Werbeträger eines intellektuellen Projektes. Das ist das, was ich denke. Das Bild ist genau in dieser Welt, wie sie heute funktioniert. Also wir sind eben der Meinung, dass man darf sich nicht in ein Kokon verziehen und sich nicht mit der Welt beschäftigen, dass die Welt nicht perfekt ist, das wissen wir alle. Ja, vielleicht was zum Schluss gesagt hast. Was trägt ihr dann nach außen? Also sind es wirklich schlussendlich nur die Renderings oder diese, wir wissen ja alle, was für eine Ästhetik dahinter ist, die sagen schlussendlich so Model-Shots im GQ oder was immer sind gleich wie Renderings, es gibt gar keine Differenz mehr, die Ästhetik ist definiert. Ist das das Einzige, was ihr nach außen tragt?
Nein, also es ist völlig unterschiedlich. Bilder sind gefährlich, was du gesagt hast, weil jeder hat eine Meinung dazu und es ist vielfach sieht man halt vor allem das, was man dann nicht will. Und wenn du das dann einmal präsentiert hast, ist es fast unmöglich, den Prozess weiterzubringen, weil wenn wir anfangen, dann ist es sicher nicht das Fertige, also das ist eigentlich der Beginn. Das ist vielleicht ein großer Unterschied. Wir fangen nicht mit einem perfekten Bild an und versuchen das zu erreichen, sondern wir fangen mit diesen politischen Grundkonzepten an, intern sowieso, und da machen wir Bilder ein bisschen direkter und irgendwann am Schluss machen wir ein Bild davon. Am Schluss, also nicht Schluss. Und es ist, jede Situation ist anders und man muss eigentlich bei jedem Bauträger muss man versuchen zu spüren, was dann ist, wie er Architektur verstehen kann. Das ist auch unsere Aufgabe, ihm das zu erklären. Ja, vielleicht so zum Ganzen, um den Brückenschlag zu machen, zur Argumentation. Also Michael und Hendrik, wie macht ihr das mit dem, schafft ihr es mit so einem starken konstruktiven Konzept irgendwie, ist das genügend, um ein Projekt jetzt mal durch die ganze Realisation zu schleifen? Auf jeden Fall. Es ist so, dass wir versuchen, Bilder möglichst lang vom Bauherrn entfernt zu halten. Also wir haben einen gegenteiligen Approach. Wir werden nicht oft dafür geschlagen vom Bauherrn, weil wir auch mehr Projekte als Bauherrn. Das ist dann das andere Problem. Das ist dann auch effektiv. Aber wir sind in dem Sinne, funktionieren wir momentan vielleicht auch anders als fast gegenteilig wie du euer Büro beschreibst. Das ist nicht ein feindliches Gegenteil, das ist einfach ein anderer Weg. Weil wir für uns in unserem Alter einfach gesagt haben, wir sind inhaltlich noch stark auf der Suche. Und das ist nicht das, was uns am meisten interessiert. Also wollen wir uns auch damit beschäftigen. Und das kostet viel Zeit, auch in der Auseinandersetzung mit einem Bauherrn. Und die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben mit den Bauherren, die wir hatten, war, dass die auch bereit waren, darauf einzugehen. Und wir benutzen das Bild eigentlich zum gleichen Zeitpunkt für die Bauherren wie für uns selber, nämlich zum Überprüfen des Konzeptes und Überarbeiten. Also es ist in dem Sinne ein Tool für uns, nicht eine Präsentationsform. Und wir haben von den Projekten auch Innenraumbilder, wir haben die bewusst jetzt noch nicht mitgebracht, weil in einem Bild so viel mehr Information drin ist, weil im frühen Projektzeitpunkt viele dieser Informationen auch spekulativ sind. Und von daher sieht bei uns beim Entwerfen Arbeiten anders aus als jetzt beschrieben von Dario, und der deckt sich auch mit der Kommunikation mit den Bauherren bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Bauherren ihr habt, aber zu welchem Zeitpunkt, offenbar ist das Bild ein sehr wichtiges Mittel. Jetzt zweifeln. Okay, zu welchem Zeitpunkt kommt eigentlich das Bild so als zum Einsatz? Und vorher, Cornelis, kannst du mal den linken Schalter drücken, dass wir ein bisschen mehr Licht haben. Danke. Also, ich glaube, wir haben keine Methode jetzt. Das heißt, ich kann das nicht erklären, was wenn es kommt, aber ich glaube, was uns beschäftigt, ist die Suche nach dem Konzept, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Teil zu Dario, du hast gesagt, dass das Bild, und dann versuchst du alles da rein zu packen. Wir versuchen das Projekt bis zum Schluss zu hinterfragen. Das heißt, wenn wir einen Wettbewerb machen, was wir gezeigt haben, wir versuchen bis zum Schluss das Konzept zu hinterfragen, sobald etwas Neues reinkommt, sind wir vom Spezialisten oder vom Ingenieur oder vom Bauherren, und wir versuchen das Ganze wieder zu hinterfragen, damit wir das heißt, und dann kommt auch das Bild. Ja, weil wenn man schon am Anfang nach dem Bild, es ist ein bisschen eine Falle, glaube ich, heute, weil du schon eine Welt aufbaust, und was wir machen wollen, ist ja keine Welt für uns aufbauen, also von unserer Architektur, oder? Das heißt, es ist mehr die Suche nach der Absicht unserer Architektur.
Und dann entsteht das Bild, oder entsteht die Form. Aber es ist immer die Absicht, die wir suchen, und das Bild kommt. Das entwickelt sich zusammen. Aber das heißt, ja. Es ist mehr das Suchen nach dem Konzept. Gut, vielleicht muss ich das ergänzen. Was wir machen ist, also das gibt natürlich bei uns auch einen Prozesskonzept. Was wir aber machen ist, und das ist sehr bewusst, wir machen zu einem sehr, sehr frühen Stadium ein sehr präzises Bild. Dass es am Schluss dann doch anders aussieht meistens, das ist schon klar. Aber wir machen das, weil der Grund ist wahrscheinlich, weil wir es oft mit Bauherren zu tun haben, die nach dem auch verlangen. Wir brauchen so etwas, um das quasi weiter präsentieren zu können. Und wenn Sie jetzt Pläne präsentieren und so weiter, dann hat das weniger Charme, ist auf einer Ebene, und jetzt brauche ich ein böses Wort, auf einer Verkaufsebene, ist das weniger schlagend, als wenn man Pläne zeigt oder ein Konzept macht. Also das ist ja interessant, oder? Es geht vielleicht schlussendlich auch um eine Einflusssphäre der Architektur, oder? Es geht, also ich glaube, es ist ja interessant, dass sowohl du, Adrian, und du, Dario, mit euren Partnern versucht, irgendwie eure Einflusssphäre über die disziplinär interne Diskurs hinaus zu vergrößern und da durchaus Mittel braucht, die nicht per se in der Architektur wurzeln, wie zum Beispiel das Bild oder das Verkaufen. Und das ist ja ein interessanter Ansatz und auch interessante Strategien, und es geht dann schlussendlich dann auch um Fragen wie wo hört unser Einfluss auf, wie können wir den vergrößern und so weiter. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr lange Diskussion, die wir sicher noch im Publikum ansprechen werden, weil wir haben Stefan Kurat da. Aber bevor wir da in diese Richtung gehen, möchte ich doch nochmal fragen, was denn so ein bisschen die Tendenz ist momentan bei unserer Generation. Also wir sind alle irgendwie auf der Suche, es gibt keine klaren Strömungen, es gibt vielleicht Einflüsse, die von ETH-Professoren oder von anderen Vorbildern kommen, architektonisch. Du hast das in deinem Vortrag sehr interessant gesagt, es ist vielleicht eine historisierende Phase, die ein Stück weit vielleicht auch eklektisch ist, gleichwohl ist irgendwie es eine sehr konservative Phase bezüglich den Aufträgen, die auf uns zukommen, größtenteils, wenn wir schauen, auch gesellschaftspolitisch ein Stück weit, das ist eine Zeit der Verunsicherung, von großen Umbrüchen, und da wagt man lieber keine sozialen Experimente und noch weniger architektonische. Und dann ist es schon, die gebaut werden, natürlich intellektuell kann man sehr vieles betreiben. Und das ist schon die Frage, ist es vielleicht so ein bisschen eine Zeit, also das habe ich bei anderen Vortrags oder so jungen Architektendiskussionen aufgeschnappt, zum Beispiel in der Basel-Szene, dass es so ein bisschen wie die Zeit ist, so von Team 10, wo es viele kleine Büros gibt, die so ein bisschen etwas Kleines machen, oder ist es vielleicht wie Hans Focketing das kürzlich beschrieben hat, so eine Art Soft Radicalism, also dass man nicht, zwar radikal ist, aber dass man ein bisschen auf die Realität zurückbrechen versucht. Was ist eure Meinung dazu? Wo befinden wir uns so architekturgeschichtlich? Es ist immer schwierig aus der Gegenwart zu sagen, was jetzt passiert, aber auch wenn du sagst, die Gegenwart ist die Zukunft für euch, aber was entwickelt sich im Moment? Michael oder Hendrik? Das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass wir in unserer Arbeit im Büro eigentlich gar nicht so sehr auf das reagieren oder das Gefühl haben, wir schauen uns permanent um, weil im Moment, da wir auch so lange reisen und versuchen eigentlich für uns selbst erst mal auszufinden, was uns eigentlich passiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der astronautistische Prozess, aber er ist frei gewählt. Also es hat einfach damit zu tun, dass wir eben glauben, dass die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die haben sich auch über Jahrzehnte, wahrscheinlich über Jahrhunderte nie geändert. Das sind so der Architektur innewohnende Themen, Interessenfelder, die für uns jetzt relevant sind. Das versuchen wir eigentlich auch
möglichst wenig, oder ich kann das nicht so explizit sagen, aber so dieser Blick so auf der horizontalen, was unsere Generation betrifft, oder was das ist für uns gar nicht so relevant. Also natürlich gibt es immer Vorbilder und Kulturen, die uns interessieren, aber es ist vielleicht sogar eher vielleicht sind das nicht gerade Zeitgenossen, gerade klar einer Generation zuordnen kann. Und auch wiederum aus einem politischen Bereich. Ich glaube, das Problem am Ende beantworten wir zumindest im Moment für uns doch immer eine ähnliche Motivation haben. Also ich denke, das ist interessant, weil das zeigt nochmal da sind wir glaube ich auch gegensätzlich, unsere beiden Büros, weil wir sind eigentlich sehr stark an den laufenden sogenannten Megatrends interessiert in anderen Disziplinen. Uns interessiert zum Beispiel, wir sind ja stark im Wohnungsbau engagiert und da interessieren uns zum Beispiel neue Formen von Stockwerkeigentum, neue Finanzierungsformen. Solche Dinge sind eben Sachen, die uns interessieren, die haben vordergründig, die haben etwas mit Architektur, haben etwas mit dem Bau zu tun, aber die haben jetzt nicht etwas mit Ästhetik im Grunde genommen. Wir können es erst in einem weiteren Schritt. Und ich glaube, da bin ich ganz sicher, ich würde der Martin ein bisschen widersprechen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in Zukunft wieder, wenn wir das machen, was du vorhin schön gesagt hast, wenn wir an der Gesellschaft teilhaben wollen, wenn wir an Entwicklungen teilhaben wollen, dann müssen wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Dann müssen wir uns mit unterschiedlichen Bauträgern beschäftigen, dann müssen wir uns mit sozialem Wohnungsbau, mit Stockwerkeigentum, unterschiedlichen Finanzierungsformen beschäftigen. Also das ist auch unsere Büroposition. Wir haben das Gefühl, wir müssen raus in die Welt, wir müssen, das habe ich mit dem eigentlich sagen wollen, wir müssen begreifen, wieso wollen die Leute ein Einfamilienhaus kaufen und das mit einer Hypothek finanzieren. Was ist denn der Grund dahinter? Oder wie könnte man das anders lösen? Dann die ganze Verdichtungsdebatte. Das ist das eine Projekt, was du gezeigt hast, das mich extrem interessiert, weil Phil und ich, wir haben uns ja schon länger mit dem beschäftigt. Wir haben uns beschäftigt mit der horizontalen Verdichtung und nicht in die vertikale, weil wir glauben, dass dort ein soziales Potenzial liegt, wenn die Leute nahe beieinander sind und die Gebäude nicht untergeschossen sind, sondern das sind so Sachen, wo wir eigentlich uns interessieren. Also sehr nah eigentlich an den Produktionsbedingungen der Bauökonomie. Nahe an dem, was gebaut wird. Ja. Wie ist das bei euch so, Adrian? Also wie seht ihr eigentlich so die kontemporären ökonomischen, sozialen Bedingungen als Einflusssphäre auf euer Schaffen? Ist das maximal groß? Also um uns nicht falsch zu verstehen, weil wir sie beobachten, heißt nicht, dass wir sie versuchen nachzuvollziehen. Auch vielleicht beantworten deine Frage. Ich finde, es gibt die Architekten sind sehr isoliert grundsätzlich. Und ich frage mich immer, wie kann man die Architektur eigentlich öffnen? Das ist einfach ein bisschen genau die Frage, die uns Motivation beschäftigt. mit Sakamoto. Und dann, ich glaube, es gibt verschiedene Arten, das zu machen, aber ich finde, es ist eine Aufgabe für die zukünftige Architektur. Ich glaube, dann kommen wir wieder zurück zum Bild, dass eigentlich, wir haben eigentlich nur die Mittel vom Bild fast, um Architektur zu rechtfertigen, oder? Das heißt, das ist eigentlich nicht das einzige Mittel, aber wir haben viel mehr andere Mittel. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich wieder zurückgewinnen müssen, dass man nicht nur mit den Bildern kommuniziert, sondern ganz. Und ja, das heißt, man muss eigentlich, also was wir eigentlich machen, ist eigentlich wieder konventionelle architektonische Elemente zu nehmen, aber mit dem eigentlich eine Absicht zu formulieren, vielleicht neue Anwendungsart zu finden, um auch, sagen wir, auch diese Regelwerk oder diese Bilder, die alle haben, eigentlich von denen entfernen zu können, oder? Und
ist es eigentlich das, dass man eigentlich wieder unsere Mittel der Architektur eigentlich wieder kreativ benutzen soll, aber ohne am Schluss mit einem Bild hingehen zu müssen. Oder das ist das, aber eigentlich kann man vieles machen ohne Bild. Und das ist eigentlich, wir können keine guten Bilder machen. Gut, die Architektur wieder zu öffnen für die Gesellschaft. Öffnen ist das Stichwort. Ich möchte die Diskussion für das Publikum öffnen. Wer möchte den Anfang machen und eine Frage an alle reinwerfen oder selber ein Statement abgeben? Die Runde ist geöffnet. Stefan, du bist doch immer mit guten Fragen am Start. Alle Fragen sind beantwortet. Mich interessiert so ein bisschen das Scheitern, die Frage des Scheiterns. Das ist etwas, was immer wieder durchkommt. Also, wir haben schon eine Diskrepanz zwischen Vorstellungen vom Ideal und dem, was uns da draußen tatsächlich begegnet. Und wir haben so verschiedene Rezepturen dafür gehört. Und das eine ist mal so die Organisierung der Prozesse, die Gesellschaft zu übertölpeln zur Architektur. Oder dann einfach die Architektur, die Bedeutung der Architektur radikal zu fordern und in Hoffnung, dass irgendwann mal mit einem Wettbewerbsgewinn auch der Erfolg und die Produktion. Und das trifft ja meistens nicht an, also in eurem Alter, also in unserem Alter. Noch nicht. Ich würde so ein bisschen diesen Moment, also ich glaube, das beschäftigt, zu spüren, dass man irgendwo was tut, was nicht gefragt ist und diese Hoffnung schieben, was überhaupt anschaut. Also seid ihr schon am Verzweifeln oder ist da noch absolute Motivation kurz vor dem Burnout oder erst recht? Wie ist da diese Stimmung? Kurz vor dem Das ist schon eine interessante Frage, weil das zu tun, was nicht gefragt ist. Also ich denke, am einen Ende des Spektrums seid ihr, die probiert genau das zu tun, was gefragt ist. Und am anderen Ende seid vielleicht uns jetzt überhaupt nicht, was gefragt ist. Wir machen also plakativ, was plakativ ist. Es ist schon eine interessante Spektrum. Wir tun alle falsch verstanden. Nein, aber wie ist die Stimmung? Das ist natürlich der Sinn und Zweck. Wie ist die Stimmung? Das ist schon wahr, was Steffen sagt. Ja gut, eines, was du in deinem Vortrag gesagt hast, ist, dass scheinbar der Architekt die Credibility schon vor unserer Zeit irgendwann verloren hat. Das Gefühl hatte ich schon während dem Studium. Ehrlich gesagt. Also das, mit Credibility meine ich jetzt bei Nicht-Architekten. Und das hat uns, mich und den Niklas, eigentlich schon während dem Studium beschäftigt, was denn der Grund ist. Und dann habe ich für meinen Onkel ein Haus gebaut. Da wurde ich dann mit dem noch mehr konfrontiert, mit der ganzen Familie, die irgendwie quasi gesagt hat, ja, eure intellektuellen Gerüste und so weiter, das ist ja alles super toll, aber wir wollen ganz was anderes. Wir haben andere Bilder im Kopf, eben wieder diese blöden Bilder quasi. Und ich denke, also wir haben eine riesen Freude an unserem Job eigentlich wiedergefunden, ehrlich gesagt, weil wir uns wieder mit den Leuten beschäftigt haben, die die Architektur jeden Tag benutzen und die Freude an etwas haben. Und die haben ja nicht nur Freude an Licht und Schatten und an wunderschönen Räumen, die haben auch an anderen Sachen Freude quasi. Und irgendwie hat uns die Beschäftigung mit dem Otto-Normalverbraucher in Anführungszeichen hat uns dann doch wieder die Stärke gegeben, jedes Mal zu kämpfen mit den Mitteln von, was jetzt im Aufstand, mit den Mitteln quasi der anderen Anspruchsgruppen das zu bekommen, was wir glauben. Und wir haben natürlich nicht so, dass wir eine sehr starke architektonische Position dahingehend, dass wir dafür kämpfen, mit allen Mitteln das zu bekommen, was wir möchten. Gut, das ist geprägt, um ehrlich zu sein, von diesem Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Und nachher wurde trotzdem alles geändert und nicht so gemacht, wie wir es wollten. Und das hat uns sehr stark
beschäftigt nachher, weil plötzlich kamen die Fachplaner, plötzlich kamen die Bauherren und die haben dann gesagt, das ist zu teuer und das wollen wir nicht so und das ist die Ostschweiz, da kann man nichts machen und so weiter und so fort. Und ich denke, das hat uns dann am Schluss ganz stark geprägt, bis heute. Dass wir dann irgendwann gesagt haben, das kann doch nicht sein. Wir müssen uns mit diesem Argumentarium irgendwie beschäftigen, das uns immer über den Kopf gehauen wird. Vielleicht müssen wir die Frage umdrehen, wie schafft ihr es, also ich verstehe euch schon richtig, aber wie schafft ihr es, so die Gelassenheit zu haben? Ihr wirkt sehr gelassen. Wie schafft es, die Gelassenheit zu haben, wirklich so sehr präzise einfach daran weiterzuarbeiten, woran ihr macht, was ja wirklich super spannend und extrem präzise ist? Also, wir sind auch nicht am Verhungern. Unterschiedlich knapp, oder? Aber es ist auch nicht so, dass man sich immer nur beklagen kann. Und die Frage, die du gestellt hast, finde ich, ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, wahrscheinlich eine der wichtigeren im Leben. Ist eigentlich nicht eine Frage, finde ich, primär an einen Teilhaber einer Berufsgattung, wir Architekten, sondern eigentlich eine Frage nach einer Lebenseinstellung. Nämlich, du fragst, wie ist es, eine Umwelt zu haben, die einen nicht unbedingt braucht. Schlussendlich entscheidet man sich für einen Beruf und es ist ein interner Prozess. Und klar, es gibt vielleicht Berufe, da hat man mehr positives Feedback, in anderen weniger. Aber schlussendlich muss man ja eigentlich unabhängig davon, ob die Umwelt einen jetzt will oder nicht, das machen, was man tun möchte. Und ich finde es da wichtig, dass man seinen Beruf regelmäßig aktiv bejaht. Und ob das jetzt schwierig oder einfacher ist im Umfeld, klar, an einem guten Tag interessiert einen diese Frage nicht, und an einem schlechten Tag, nach schlechten Besprechungen, nach einer Wettbewerbsniederlage, die 100-mal öfter ist als ein positives Feedback, welche Art ist natürlich die Stimmung anders, aber die Frage ist ja, wie ist die Grundstimmung in einem selber, und das weiß ich gar nicht, ob denn das so, das ist ja eine persönliche Frage an eine Person. Ob das so anders wäre, hätte man einen anderen Beruf, vielleicht in bestimmten Berufen einfacher, in anderen schwieriger. Aber es ist ja auch so, dass wir Architekten uns viel schneller selbstständig machen können als andere Leute in anderen Berufsgattungen. Logischerweise führt das natürlich zu einer unglaublichen Konkurrenz. Aber man muss sich irgendwie dann auch selber vor Augen führen, dass man die ja gesucht hat. Also ich finde, man darf natürlich nicht sagen, ich mache mich selbstständig, ich habe keinen Auftrag und dann darüber sich beklagen, dass man eigentlich nicht umschwärmt wird. Das hat man selber herbeigeführt. In dem Sinne muss man halt damit leben, oder? Kurze Kleinigkeit dazu hinzuzufügen. Es soll auch nicht so wirken, als wenn wir uns mit Händen und Füßen gegen die Außenwelt sträuben, oder? Es ist einfach nur eine Strategie, das ein bisschen von sich ganz rein, damit man vielleicht entspannt auch oder positiver so an dem nicht arbeiten kann. Ich glaube, wir nehmen jeden Auftrag gerne. Genau. Ich hätte eine Anschlussfrage an die Haltungsfrage. Du hast es auch vorhin gefragt, inwiefern man sich heute unterscheidet von früher oder wo wir heute stehen. Und ich finde so, das ist meine These und die stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht alles, was ich sage. Aber in den 70er Jahren war genau dieser Übergang von Lucius Burckhardt, die Soziologie und Architektur, der Angriff des Bauwirtschaftsfunktionalismus, so dieser Höhepunkt Lucius Burckhardt, dieses Lehrkampf, diese Geschichten, wo Architektur vor allem als Schreibtisch, Wohnen, gelobt oder auch nicht gelobt wurde. Und dann kam halt dieser Bruch mit den politischen Unruhen durch Janssen und dieser Austausch des Lehrkörpers, wo Alvarossi angesetzt worden ist. Und der hat einen radikalen Schnitt machen müssen, auch das kann man bei Mara Landskauts nachlesen, musste sich verpflichten, nur noch Architektur zu unterrichten. Und eigentlich da beginnt so diese Geschichte der Autonomie der Architektur. Das ist so dieser Übergang, wo man sich von diesem Sozialisierung der Architektur Moment einen Schritt gemacht hat zur Autonomisierung der Autonomie. Und ich stelle heute so ein bisschen beide, also in Referenz zu dieser Zeit, beide
Haltung gleichzeitig. Also es ist so eine Frage, wie kann man, also die Frage der Haltung oder auch des Rezeptes, wie kann man Architektur machen. Meine Antwort ist durch eine Ökonomisierung, indem man eben die Argumente des Gegenübers verwendet, um seine Ziele zu erfüllen, und dann kommt natürlich das andere Rezept, Autonomie der Architektur, die Bedeutung der Architektur liegt nur in mir selber, und damit ist die Welt zu retten. Beides sind eigentlich Weltrettungsversuche durch Architektur. Und ich frage mich, wo unterscheiden sich diese Weltrettungsversuche von euch zu damals? Also gibt es da, es ist überhaupt kein Problem, wenn es keinen Unterschied gibt, es ist dann, man steht immer auf den Schultern der Vorgeneration, es gibt Kleidungsbund, aber natürlich auch im Weitführen. Gibt es da andere Rezepte oder verfolgt ihr diese Rezepte aufgrund einer auch Idealisierung? Also ich höre da sehr viel auch noch Peter von Wieso mit, wenn ich zuhöre. Wo ist diese Haltung und wo ist da noch Indoktrination und wo sucht ihr da wirklich den Durchbruch? Aber gerade du müsstest es beantworten. Ja, aber ich glaube, wir machen ganz naiv, versuchen wir es einfach. Also wir denken, ehrlich gesagt, gehen ins Büro, und da wir auch bauleitende Architekten sind, ist etwas wichtig. Für uns finden es sehr wichtig, weil wir bemerkt haben, dass wir dann eine Ahnung haben, warum was teuer ist und warum nicht, und dass das nicht unbedingt schlechter werden muss, wenn ein ökonomischer Druck entsteht. Aber eigentlich sind wir angetrieben von der Liebe zu dem, was wir machen wollen. Und da ist ein Idealismus einfach da, und die Befindlichkeit, mir geht's gut, obwohl wir fast nur Niederlagen eingesteckt haben, und trotzdem haben wir immer wieder Erfolge, und die sind so schön. Jetzt haben wir das erste Einfamilienhaus gebaut, dann stehst du auf dem Dach und du denkst, das Teil ist gut in diesem Tal. Und rundherum könnte alles kaputt gehen, und das wäre aber schön. Und das ist ein Moment, der einfach schön ist. Ja, also ich denke, dass du hast gesagt, die Welt soll verändert werden, oder man möchte die Welt verändern, mit welchem Konzept jetzt auch immer. Das zeigt meiner Meinung nach, dass wir unsere Berufsgattung Ideale haben. Ja, ein bisschen Größenwahn vielleicht auch, wenn man die Welt verändern möchte, vielleicht beides. Aber ich denke, das treibt uns auch eben. Das, was eigentlich ist es das Neue Schaffen. Und das, ich denke, das ist das, was uns auch von anderen Berufsgattungen vielleicht unterscheidet. Das heißt, das Idealistische, was viele, fast allen von uns eigentlich nicht. Ich denke, das ist sicher eine positive Botschaft für die Zukunft. Die Frage ist halt jetzt, das mit dem Ausprobieren finde ich sehr schön. Das ist das, was wir auch finden. Wir finden heraus, wie die Welt funktioniert, um uns herum quasi, und versuchen unseren Weg zu finden. Aber das ist ja immanent, wenn man jung ist und ein junges Büro. Vielleicht hört die Suche auch nie auf. Gibt es noch weitere Fragen vom Publikum, oder sonstige Beiträge? Jetzt ist der Moment, jetzt sitzen die Leute da, danach kann man sie immer noch anhören, aber einfach beim Bier und beim Gazpacho. Ich glaube, die Leute sind hungrig und durstig. Oder gibt es irgendjemand, der noch unbedingt eine Sache ins Publikum werfen möchte? Eine rhetorische Frage von Stefan, ja? Eine Frage ins Publikum, und ich sehe den Frauenhand als Musikhörer, als den Männern, der Das wäre meine Anmerkung gewesen, wo sind die Frauen? Wo ist da die? Da müssen wir auch was sagen.
Nächstes Mal machen wir Zusammenarbeit mit der Frauen der SEA-Verein. Okay, gut. Nein, also dann möchte ich allen Vortragenden nochmals herzlich danken für die Diskussion und das Gespräch und auch allen, die gekommen sind. Es war wirklich sehr schön, so viele Leute in diesem Raum begrüßen zu dürfen. Und ich möchte jetzt wirklich alle herzlich einladen, sich beim roten Kühlschrank zu bedienen. Merci nochmal.